Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ich euch wieder zu diesem Video begrüßen darf. Ja, heute möchte ich mit euch gemeinsam sticken. Wir sind bei Stickzeit Nummer 24 angelangt und ich möchte euch heute am Erdbeerzwerg mitnehmen. Ja, ich habe mich für den Erdbeerzwerg heute entschieden, da es ein Vordruckbild ist und ich möchte euch ja von meinem Urlaub in der Karibik erzählen und das ist wesentlich leichter, wenn ich an einem Vordruckbild sticke. Den Erdbeerzwerg kennt ihr wahrscheinlich nicht nur von meinem Kanal, sondern auch von dem Kanal Heikes Sticklabor. Sie ist doch schon deutlich weiter als ich, aber nichtsdestotrotz habe ich auch schon einiges an dem Erdbeerzwerg geschafft. Ich werde euch jetzt auf der rechten Seite einblenden, wie weit ich im letzten Monatsupdate war. Also das letzte Monatsupdate war ja bei mir vom Januar dieses Jahres. Und ihr seht, ich habe schon einiges geschafft, aber mittlerweile ist auch noch einiges dazugekommen und das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch, wie weit ich jetzt bin. Ja, ich habe den Erdbeerzwerg schon eingespannt und ihr seht, es ist hier noch deutlich am Gesicht und auch an der Mütze dazugekommen. Und ja, heute möchte ich euch mit euch da in diesem unteren Bereich, also an dem Ärmel, das ist ja der Ärmel, weiter sticken und ich werde mir da etwas größere Flächen aussuchen, damit ich auch entspannt von meinem Urlaub erzählen kann. Ja, der Erdbeerzwerg, den habe ich gekauft bei Biggest Craft. Er ist von der Marke Spring und er hat 58 Farben und 4 Mischfarben. Ich habe ihn in 14 Count ausgesucht und der sollte 50 x 50 cm werden. Also 217 Stiche hoch und 217 Stiche breit. Ja, gestartet habe ich ihn schon im April des letzten Jahres, also 2025. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ihn im April diesen Jahres fertigstellen kann, aber das wird sich nicht ausgehen. Aber ja, ist nicht so schlimm. Ich habe ja Zeit und ja, ich werde dann immer wieder daran sticken. Ja, dann bereite ich alles vor, werde auch meine Notizen dazu holen und dann können wir auch schon loslegen und ich werde von meinem Urlaub erzählen. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück und wir können jetzt auch gleich starten. Ich werde heute an eher größeren Feldern sticken, damit ich mich ein bisschen mehr aufs Erzählen konzentrieren kann. Und ich dachte, wir beginnen womit? Hier mit den grünen Vogelpfau, da ist einiges daran zu sticken. Und ich werde mir jetzt den Faden vorbereiten. Ihr kennt ja schon die Legende, ich zeige es euch hier noch einmal. Und das grüne Vogel-V ist die Nummer 38 und das ist die DMC-Nummer 3024. Also die Nummer 38. Die Garnkarten, ich zeige euch auch die kurz, die sind ja nicht nach dem C-Nummer nummeriert, sondern die sind in numerischer Reihenfolge, das heißt von 1 bis 58. Wir haben ja 58 Farben und dann noch 4 Mischfarben. Also das hält sich auf jeden Fall in Grenzen mit Mischfarben. Ja, bevor ich jetzt loslege, möchte ich gleich alle Nicht-Interessierten warnen. Ja, es wird ein Urlaubsbericht, also es wird sich jetzt hauptsächlich nur um meinen Urlaub
in der Karibik drehen. Also, falls ihr daran nicht interessiert seid, verstehe ich natürlich, wenn ihr jetzt das Video abschaltet. Ja, ich würde mich dann jedenfalls freuen, wenn ihr im nächsten Video mit dabei seid. Das kann ich gleich sagen. Da wird es ein Unboxing geben, denke ich. Naja, so sicher ist es noch nicht. Ja, dann starten wir mit dem grünen Vogel V. Und zwar werden wir hier beginnen. Ja, das ist so eine Art Grauton, wie ihr sehen könnt. Ja, mein Urlaub in der Karibik, ganz kurz gesagt, er war traumhaft schön. Also ich würde das Ganze jederzeit wieder machen. Es hat tatsächlich alles so geklappt, wie wir wollten und wie wir uns das erhofft hatten. Und wie gesagt, wir würden es jederzeit wieder machen. Ja, ich war circa 2,5 Wochen, wie gesagt, in der Karibik unterwegs. Und zwar war ich davon 2 Wochen auf einem Schiff, also auf einem Kreuzfahrtschiff, und zwar auf der Mein Schiff 2 von der Reederei TUI Cruises. Also ist euch wahrscheinlich bekannt, ist ja aus Deutschland. Und ja, wie gesagt, 2 Wochen in der Karibik unterwegs mit dem Kreuzfahrtschiff. Und davor hatten wir noch 2 Tage in der Dominikanischen Republik verbracht und abschließend auch noch einen Tag in der Dominikanischen Republik verbracht. Ja, wir hatten eigentlich nur die Schiffsreise bei TUI gebucht. Das heißt, die Flüge, alle Ausflüge, ja, alle zusätzlichen Leistungen, zum Beispiel auch Taxifahrten, ja, was war noch? Ja, das war es dann eh schon. Alles andere hatten wir dann auf eigene Faust gebucht und wir würden das auch wieder so machen und können das auch absolut empfehlen, und es ist deutlich günstiger. Es ist meiner Meinung nach auch stressfrei, denn man ist nicht mit diesen Riesengruppen, die bei den Ausflügen von TUI dabei sind. Also man macht dann eher Ausflüge in einer kleinen Gruppe. Also wir haben bei 2 verschiedenen Anbietern unsere Ausflüge gebucht. Und wie gesagt, die waren mindestens 1/3 billiger als die Ausflüge von TUI. Und es waren kleine Ausflugsgruppen. Einmal waren wir bei einem Ausflug, da waren wir nur zu 4, also mein Mann und ich und noch ein anderes Pärchen, und die meiste Zeit waren die Gruppen so circa 10 Personen und die Höchstgruppe war 20 Personen. Und man muss schon sagen, also die Ausflugsgruppen bei TUI sind sehr groß, also da hat man schon mal 50 Personen in einer Gruppe. Ja, jetzt habe ich etwas vorgegriffen, aber beginnen wir von vorne. Also, wie gesagt, wir haben unseren Flug extra gebucht. Und dadurch, dass er wesentlich billiger war, als wenn wir bei TUI gebucht haben, haben wir uns auch für Premium Economy entschieden. Also das ist die nächstbessere Reiseklasse.
Und ja, das ist auf jeden Fall kein Fehler bei einer langen Anreise. Und wir sind gestartet in Wien, sind dann nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt dann mit der Discover Airline also in die Dominikanische Republik, genauer gesagt nach Punta Cana. Ja, und da hatten wir auch schon das erste Mal Glück, denn wie wir dann im Nachhinein erfahren haben, sind die Reisenden, die mit TUI geflogen sind, die konnten nicht fliegen am Anreisetag, denn das war der Tag, an dem es in Österreich sehr viel Schnee gab und der Flughafen war an dem Anreisetag bis mittags gesperrt. Und mittags ging aber schon der Flug von Frankfurt nach Punta Cana. Das heißt, sie erreichten den Weiterflug dann nicht. Und so war es dann, dass sie erst 3 Tage später auf der Insel Barbados zusteigen konnten und dann die Reise halt mitmachen konnten. Sie hatten dann automatisch 3 Tage verloren. Ja, also wie gesagt, wir sind dann nach Punta Cana geflogen, hatten auch 2 Stunden Verspätung, aber gut, das hielt sich dann ja noch in Grenzen. Und am Flughafen in Frankfurt wurden wir dann aufgerufen und es wurde uns gesagt, dass halt unsere gebuchte Premium Economy überbucht sei und wir aus diesem Grund in der Business Class fliegen müssen oder mussten. Ja, das war eine Überraschung, mit dem haben wir ja gar nicht gerechnet. Und natürlich, wir haben uns sehr darüber gefreut. Das ist natürlich ein ganz entspannteres Reisen, wenn man mit der Business Class fliegt. Also, obwohl die Premium Economy auch nicht schlecht ist, da sie ja auch größere Sitze hat und einen größeren Sitzabstand hat. Aber ja, Business ist Business und ja, somit sind wir Business geflogen nach Punta Cana und da war ja der Flug 10,5 Stunden, also ja, optimal natürlich, dass man da Business fliegt. Ja, wir sind dann am Abend in Punta Cana angekommen, wie gesagt mit 2 Stunden Verspätung. Und ich hatte dann ja schon einen Transfer gebucht. Auch da kann ich eine Empfehlung aussprechen, denn bei diesem Anbieter, der vermittelt, wie soll ich das erklären? Ja, das ist so ähnlich wie Uber. Aber wie gesagt, nur ähnlich und man kann dort kostengünstig einen Transfer buchen. Und ja, das hat auch sehr gut geklappt. Also wir wurden gleich am Flughafen abgeholt und wurden dann in unser gebuchtes Hotel gebracht. Wir hatten uns ja für ein einfaches Hotel entschieden. Und zwar war das nur ein 3-Stern-Hotel mit Frühstück am Strand Bavaro von Punta Cana. Ja, dort wollten wir entspannen die ersten
2 Tage, bevor es dann aufs Schiff ging. Ja, wir wurden nicht ins Hotel gebracht. Dort war dann nur mehr so ein Nachtportier, also die Rezeption war nicht mehr besetzt, da es schon so spät war, und der hat uns dann in unser Zimmer gebracht. Ja, dort war dann so, dass ich dann feststellte, das entspricht eigentlich nicht der gebuchten Kategorie. Ich hatte doch ein etwas größeres Zimmer gebucht als das wir erhalten hatten. Und ja, am nächsten Tag sind wir dann auch zur Rezeption gegangen. So, jetzt suche ich nur ganz kurz meine Schere. Ja, ich habe sie gefunden. So, und dann werden wir noch den Rest auch versticken von diesem V. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag zur Rezeption gegangen. Und ja, also auch dort haben sie gleich eingesehen, dass das nicht unser gebuchtes Zimmer war. Und nach einiger Diskussion hin und her wurde uns dann gesagt, ja, eigentlich ist unsere Zimmerklasse schon belegt. Also dort liegt schon jemand anderer in diesem Zimmer, und sie konnten uns dann aber kostenfrei in eine Mehrblickvilla umbuchen. Also es war eine Villa, es war wirklich groß, und es hatte sogar 2 Schlafzimmer und 2 Bäder. Also nicht, dass wir das unbedingt brauchen würden, aber dort hatten wir mehr als wie genug Platz. Und also laut Aussage der Rezeptionistin kostet diese Villa eigentlich die Nacht $500. Aber ja, wir wurden dann in dieses Zimmer umgebucht und es war auch kostenfrei. Ja. Ja, also die ersten 2 Tage verbrachten wir dann am Strand von Pavaro in Punta Cana. Ja, und danach ging schon, ja, dann hatte ich wieder einen Transfer gebucht nach La Romana. La Romana liegt ja im Süden der Dominikanischen Republik, und von dort ist ja der Kreuzfahrthafen, und von dort ging es dann auch los. Also etwa eine Stunde mit dem Transfer. Ja, wir sind circa eine Stunde gefahren. Ja, La Romana. Ja, dort sind wir dann gleich aufs Schiff. Wir waren sicher eine der ersten am Schiff, da wir eben selbst angereist sind, und die anderen, also die über TUI gebucht hatten, sind dann erst in der Nacht angekommen. Ich glaube, das war so wirklich Mitternacht, jedenfalls recht spät, da, wie gesagt, die Wetterbedingungen zu Hause sehr schlecht waren. Ja, die Österreicher waren natürlich nicht an Bord, denn wie gesagt, die sind dann erst 3 Tage später nachgekommen und auf der Insel Barbados zugestiegen. Ja, und dann ging es auch um 21 Uhr. Nein, wir sind dann erst am nächsten Tag abgefahren, oder ich glaube, ich verwechsle jetzt etwas, oder war das in der Nacht? Ich glaube, wir haben um 3 Uhr in der Nacht abgelegt, genau,
Und dann ging es auch schon los. Und ja, der nächste Tag war dann ein Seetag. Das heißt, wir haben den Tag am Schiff verbracht. Ähm, Wir waren am Pool, haben uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und ja, es gibt genug, also so ein Schiff ist ja riesig. Also ich glaube, das Schiff hat ungefähr 2500 Platz, Platz für 2500 Gäste, und dazu kommen ja noch, glaube ich, 1000 Crewmitglieder. Also ja, das ist schon sehr groß, es ist wie eine kleine Stadt, obwohl am Schiff selbst merkt man nicht, wie viele Leute tatsächlich am Schiff sind. So, ich suche mir noch die nächste Farbe jetzt raus, oder habe ich da nicht noch einen Faden gehabt? Nein, finde ich jetzt nicht. Nun gut, dann nehmen wir die nächste Farbe, und da werden wir jetzt ein bisschen an dem grünen Stückchen, ja, an den grünen Flächen. Das ist die Farbe diese grünen Flächen ist die 17, ein kräftiges Rot. So. Ja, dann werde ich mal weiter erzählen. Ja, und nach diesem Seetag ging es dann am nächsten Tag in der Früh, hatten wir Land in Sicht. Und das erste Land, das wir besucht haben, die erste Insel, war St. Vincent. Also eine Insel der kleinen Antillen. Und ja, St. Vincent ist eine Vulkaninsel. Dementsprechend waren auch die Strände auf der Insel schwarz. Und ich glaube, ich habe dort ein Foto. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, es ist eine sehr hügelige Insel. Also wir haben dort eine Rundfahrt gemacht, und es geht wirklich rauf, runter, mit vielen Kurven. Und wie gesagt, es ist eine Vulkaninsel und dadurch auch sehr hügelig. Es ist auch eine grüne Insel. Es ist dort alles grün. Es regnet auch immer wieder ganz kurz. Das ist ja auch typisch für die Karibik, dass man kurz einen Regenguss hat, so 15 Minuten, und danach scheint wieder die Sonne. Aber genau dadurch ist es wirklich sehr grün auf der Insel. Und alles blüht und gedeiht und ja, in saftigen Grün. Ja, wie gesagt, wir haben eine Rundfahrt gemacht. Ganz kurz noch, ich werde euch Fotos auf der rechten Seite einblenden. Ich werde jetzt nicht jedes Mal extra dazu sagen, wenn es ein Foto zu sehen gibt. Also müsst ihr leider öfter auf den Bildschirm schauen, denn es könnte ja ein Foto eingeblendet sein. Ja, wie gesagt, wir haben eine Rundfahrt gemacht auf der Insel, und dann haben wir auch die Bucht besucht, in der The Pirates of the Caribbean gedreht wurde, also Fluch der Karibik, und die Einheimischen sind ja da mächtig stolz drauf.
dass bei ihnen Fluch der Karibik gedreht wurde. Und dort findet man noch etliches an Requisiten. Mittlerweile ist vieles ja schon etwas verrottet auch, denn ja, der Film ist ja auch schon älter. Aber sie sind noch immer mächtig stolz, dass Johnny Depp dort war und dass dort der Film gedreht war. Also wir haben auch den Felsen gesehen, den man auch im Film sieht bei Fluch der Karibik. Und ja, es ist eine nette Filmkulisse und vieles schaut dort auch sehr lustig aus, da ja noch einiges an Requisiten dort ist und dort belassen wurde nach dem Filmdreh. Ja, im Anschluss haben wir dann noch einen Strand besucht, aber wie gesagt, die Strände sind jetzt nicht so typisch karibisch Strände, wie man sie sich vorstellt, da es schwarze Strände dort sind, aufgrund dessen, dass es eben eine Vulkaninsel ist. Ja, das war St. Vincent. Am Abend ging es dann wieder zurück auf das Schiff und wir sind dann auch schon weitergereist, damit wir dann am nächsten Tag in der Früh wieder anlegen konnten. Und am nächsten Tag waren wir auf der Insel Barbados. Ja, auf Barbados waren wir 2 Tage. Also das Schiff hatte 2 Tage angelegt. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass wir an einem Tag einen Strandtag machen, sprich in der Sonne liegen und baden im Meer. Und der zweite Tag sollte dann eben ein Besichtigungstag werden, wieder mit einer Rundfahrt. Ja, also wie gesagt, den ersten Tag waren wir am Strand und da habe ich ein kurzes Video für euch, das ich euch einblenden werde, und zwar jetzt. Hoffentlich gesehen, das Meer und der Strand ist ja wirklich, wirklich schön. Ja, das ist Barbados, so wie man es kennt, auch von Fotos oder von Videos. Ja, auch Barbados ist eine sehr grüne Insel. Das haben wir dann am zweiten Tag gesehen, wo wir wieder eine Inselrundfahrt machten. Wir haben das Haus von Rihanna besucht. Da habe ich auf jeden Fall ein tolles Foto, denn ja, dort ist Rihanna aufgewachsen. Dann haben wir noch, ja, dann waren wir bei einer Windmühle. Und dann sind wir also wir waren ja im Westen der Insel und sind dann ganz in den Osten gefahren. Und der Osten ist eher die wildere Seite, also der raue Osten ist weniger zum Baden geeignet, sondern eher für Surfer gedacht. Ich habe hier auch ein kurzes Video, das ich euch jetzt einblenden werde. Ja, und abschließend hatten wir auch noch eine Kirche besucht auf Barbados. Ich glaube, das war eine anglikanische Kirche, aber da bin ich mir selbst nicht mehr so sicher. Ja, das waren dann die 2 Tage auf Barbados.
und dann ging es weiter nach Grenada, also Grenada. Und ja, auch Grenada, wunderschön. Also äh, alle Inseln sehr, sehr grün, muss man wirklich sagen. Auch auf Grenada haben wir natürlich eine Rundfahrt gemacht. Da waren wir bei einem Wasserfall, der Annandale Waterfall. Blende ich euch ein kurzes Video ein. Waren wir auch noch bei einer Festung, also wir waren bei Fort Frederick. Leider habe ich dazu kein Foto gefunden. Ich weiß nicht, ob mein Mann fotografiert hat, aber ich habe tatsächlich kein Foto von der Festung. Ja, und im Anschluss an die Rundfahrt haben wir wieder Strand eingelegt und wir waren baden und entspannen am Strand. Und auch da habe ich wieder ein kurzes Video für euch. Zählt auf jeden Fall zu den Top 3 meiner Karibik-Favoriten, so würde ich es bezeichnen. Also Grenada, Barbados und dann mein absoluter Favorit, das werde ich euch dann noch zeigen. Ja, nach Grenada ging es wieder aufs Schiff und wir sind wieder in der Nacht weitergefahren und am nächsten Morgen angekommen auf der Insel St. Lucia. Ja, St. Lucia auch eine Vulkaninsel, genauso wie St. Vincent. Auch dort eher schwarze Strände, also auch nicht diese typischen Strände, wie man sie kennt in der Karibik. Ja, und ja, St. Lucia, da war dann doch einiges los, denn im Hafen waren wir nicht das einzige Schiff, also Kreuzfahrtschiff, sondern es waren auch noch 2 andere Kreuzfahrtschiffe da. Also man kann sich vorstellen, wie viele Menschen zu diesem Zeitpunkt auf der Insel waren. Also schon eine richtige Stadt, wenn man bedenkt, bei uns waren es 2.500 Passagiere und auch auf den anderen beiden Schiffen in etwa so viele. Ja, dann sind wir schon bei 7.500 Leute, die da plötzlich auf der Insel sind. Irgendwo, ich weiß leider nicht mehr auf welcher Insel, haben wir auch noch ein Riesenkreuzfahrtschiff getroffen, und zwar die Icon of the Seas. Ich glaube, es ist eines der größten Kreuzfahrtschiffe zurzeit und da haben tatsächlich, ich glaube, 7.500 Passagiere Platz, sofern ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nicht noch mehr sind, aber mindestens 7.500 Passagiere. Also ein riesen Kreuzfahrtschiff. Ja, kommen wir zurück zu St. Lucia. Ja, sehr grün auch, sehr hügelig. Wir haben dort den Botanischen Garten besucht und wir waren dann auch wieder bei einem Wasserfall. Und ich werde euch jetzt ein Video einblenden gleich. Da sieht man, der Wasserfall hat graues Wasser. Und es ist tatsächlich grau,
was daran liegt, da das Wasser, also es gibt ja einen Vulkan dort und irgendwie hängt das Wasser da mit diesem Vulkan zusammen und es sind viele verschiedene Mineralstoffe in diesem Wasser und die färben dann auch das Wasser grau. So wurde uns das erklärt. Also hier ist das Video. Ja, und dann abschließend bei dieser Rundreise haben wir auch noch Cassava gegessen. Also da seht ihr das Foto eingeblendet. Das wird dort auch genannt das Sklavenbrot. Das stammt noch von früheren Zeiten und das wird aus Maniok hergestellt. Also Maniok wird zu Mehl gemacht und dann Brot gebacken damit. Schmeckt sehr gut, muss ich sagen, also hat mir wirklich gut geschmeckt. Ja, und abschließend waren wir auch da wieder an einem Strand, aber ja, St. Lucia hat jetzt nicht so schöne karibische Strände. So, jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. Ja, ja, also St. Lucia. Ja, das war dann auch schon St. Lucia. Und es ging wieder auf Schiff und in der Nacht ging es weiter auf die nächste Insel. Und die nächste Insel war Martinique. Martinique ist ja auch bekannt als karibische Insel. Ja, dort haben wir in der Hauptstadt, in Fort-de-France, eine Rundfahrt gemacht. Und zwar habe ich dort auch über das Internet eine Velo-Taxi-Tour gebucht. Ich blende euch dieses Velo-Taxi ein. Also wir hatten dort auch einen Fahrer und der ist mit uns ja, durch die Hauptstadt geradelt, durch Fort-de-France und hat uns einiges über die Stadt erzählt und man sieht in der Stadt sehr viele ja, Malereien, also Straßenmalereien, Malereien auf Häuser, auf den Straßen und das sind wirklich tolle Werke. Ja, dann, ja, diese Tour hat nur 90 Minuten gedauert, diese Tour mit dem Fahrrad. Und danach sind wir mit einer Fähre also fangen nochmal von vorne an. Danach sind wir mit einer Fähre, also so eine Art Wassertaxi, von der einen Seite der Bucht auf die andere Seite der Bucht gefahren. Also das muss man sich jetzt so vorstellen, dass die Bucht wirklich riesig ist. Also nicht, man sieht nicht die andere Seite. Also die Bucht ist wirklich sehr groß und auf der anderen Seite der Bucht sind schöne Strände und wie gesagt, wir sind dann dort mit der Fähre, die verkehrt dort mehrmals am Tag, zu einem Strand gefahren und haben dort den Nachmittag dann am Strand von Martinique verbracht und sind dann am späten Nachmittag zurück aufs Schiff wieder. Ja, Martinique ist natürlich einfach, man kann dort mit Euro bezahlen, da es ja zu Frankreich gehört. Und ja, sie haben den Euro.
Ansonsten in den anderen Ländern haben sie den ostkaribischen Dollar, also ja, aber wir haben dort immer mit dem US-Dollar bezahlt, das wird auch überall akzeptiert. Ja, Martinique, auch sehr schön. Und ja, die nächste Insel, wo wir dann waren, war Dominica. Dominica ist auch eine Vulkaninsel, dementsprechend auch sehr hügelig. Und ja, auf Dominica waren wir am Vormittag zu Fuß unterwegs in der Stadt Rousseau. Und ja, wir haben dort auch den Botanischen Garten besichtigt. Und in diesem Botanischen Garten sieht man noch einen alten Schulbus, und das werdet ihr jetzt eingeblendet sehen. Der wurde von einem Hurrikan, ja, von einem Baum erschlagen, der eben durch einen Hurrikan umgeknickt ist. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, der Schulbus war aber zu diesem Zeitpunkt leer. Aber sie haben das so belassen und ist natürlich eine Attraktion für die Touristen. So, ich suche mir jetzt noch schnell die nächste Farbe raus und wir werden das N stücken. Das N ist die Farbe N. Ja, die 09. Ja, 09. Die 321 ist das N. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Und zwar waren wir auf Dominica, genau. Wir waren eben in diesem botanischen Garten, wo man auch den Schulbus besichtigen kann, ja, der von einem umfallenden Baum getroffen wurde. Interessant ist auch, dass dieser Baum weitergewachsen ist. Er ist ja nur umgeknickt und er ist trotzdem weitergewachsen. Ja, und dann später noch, also zuerst hatten wir selbst auf eigene Faust die Tour durch die Stadt Rousseau gemacht. Dann ging es noch auf einen Katamaran, denn wir hatten noch einen Ausflug gemacht. Wir wollten Wale schauen, und zwar Pottwale, denn in diesem Bereich, also so rund um Dominica, sind eigentlich die meiste Zeit Wale. Und im Januar, Februar sind dann meistens auch die Walmütter mit ihren Jungen dort. Und ja, wie gesagt, wir wollten Whale-Watching machen und haben eben diese Katamaran-Tour gebucht. Dazu auch in kleiner Gruppe, ich glaube, wir waren maximal 18 Leute an Bord des Katamarans. Und ja, es ging dann los, also raus aufs offene Meer rund um Dominica, aber diesmal hatten wir kein Glück, denn wir haben keinen Wal gesehen. Sehr, sehr schade, denn diese Pottwale haben schon eine beachtliche Größe und das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja, leider war das nichts. Ja, an dem Tag haben wir dann keinen Strandtag mehr gemacht und sind zurück aufs Schiff. Ja, dann ging es weiter und wieder am nächsten Tag
aber dieses Mal erst um 14 Uhr dann haben wir angelegt auf der Insel Antigua oder wie die Einheimischen dazu sagen, Antigua. Ja, eine wunderschöne Insel und Antigua oder eben Antigua ist mein persönlicher absoluter Favorit der ganzen Inseln, die ich gesehen habe. Ja, Antigua hat 365 Strände. Also sie werben auch damit, dass man an jedem einzelnen Tag einen anderen Strand besuchen kann. Und ja, wir haben wieder eine Rundfahrt gemacht auf der Insel, also eine Inselrundfahrt. Und abschließend haben wir uns noch ein Taxi geschnappt nach der Rundfahrt, denn nach der Rundfahrt war es erst 13 Uhr, also 13 Uhr des nächsten Tages, denn wie ich euch gesagt habe, sind wir erst um 14 Uhr an dem einen Tag angekommen und da haben wir dann den Rest des Tages noch am Schiff verbracht. Und dann eben am nächsten Tag diese Rundfahrt, wo wir dann um 13 Uhr schon fertig waren mit der Rundfahrt. Und wir sind dann mit dem Taxi auf einen Strand gefahren, auf einen eher naheliegenden Strand, also nur wenige Kilometer entfernt, wo die Anlegestelle des Schiffes war. Und ein wunderschöner Strand und wir waren fast alleine dort. Also das muss man sich mal vorstellen, aber schaut selbst, ich habe ein kleines Video dazu gemacht. Ja, wie gesagt, Antigua mein Favorit, gefolgt von Grenada und Barbados. Ja, danach am Abend ging es dann auch schon weiter und dann sind wir auch schon auf unsere vorletzte Insel gekommen und das ist Sint Maarten oder auch St. Martin. Ja, nämlich denn die halbe Insel, also die Insel ist zweigeteilt und die eine Hälfte ist niederländisch, also Sint Maarten, und die zweite Hälfte ist französisch, also Saint Martin, falls ich das richtig ausspreche. Ja, während man im französischen Teil mit Euro bezahlen kann, zahlt man im niederländischen Teil mit einem Gulden. Ich weiß jetzt nicht, wie der genau mehr heißt, aber ja, wie gesagt, es wurde trotzdem immer US-Dollar akzeptiert. Ja, dort haben wir natürlich auch wieder eine Rundfahrt gemacht und zuerst sind wir auf den Strand, der heißt Oriental Beach, und da seht ihr jetzt ein Foto von meinem Mann, aber nur die Rückseite, aber schaut euch das Wasser an, also wirklich toll. Ja, und danach ging es auf den sehr bekannten Maho Beach und dieser Strand ist eigentlich nur aus einem Grund bekannt und dazu gibt es ja unzählige Videos im Internet, nämlich ist das der
bekannte Strand, wo die Flugzeuge ganz nah runterkommen, um zu landen. Ja, schon beeindruckend, wenn man so nah steht, aber es sind natürlich Menschenmassen am Strand und alle wollen halt ein bestimmtes tolles Foto machen, wenn ein Flugzeug ja, auf Anflug ist zur Landepiste. Ja, das ist die Insel Sint Maarten und danach haben wir auch schon die letzte Insel besucht, also am nächsten Tag, und das war die Insel St. Kitts. Ja, St. Kitts haben wir wieder eine Rundfahrt gemacht. Dort haben wir wieder eine Festung besucht, also die heißt Brimstone Fort. Ja, ein Teil der Insel ist ja auch recht schmal von St. Kitts, und was dort interessant ist, es trifft hier auf einer Seite hat man die Karibische See und auf der anderen Seite hat man den Atlantik. Also das ist das Besondere, das seht ihr auch auf dem Foto jetzt eingeblendet. Ja, das war dann St. Kitts. Ja, und dann war es auch schon fast vorbei, die Kreuzfahrt. Wir hatten dann noch einen Seetag. Da haben wir ganz gemütlich entspannt am Pool auf dem Schiff. Und danach waren wir auch schon wieder in La Romana in der Dominikanischen Republik. Ja, wir haben dann noch eine Nacht in der Nähe von Punta Cana verbracht. Und dann ging es auch schon wieder nach Hause. Also ich habe euch das jetzt alles im Schnellformat erzählt, aber es würde sonst einfach viel zu lang dauern, wenn ich jede Einzelheit erzählen würde. Aber ja, es ist absolut empfehlenswert. Absolut auch empfehlenswert, wenn man viel auf eigene Faust macht und nicht sich den Riesengruppen anschließt. Also das macht auch viel mehr Spaß. Ja, ja, das war's. Also wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendetwas, einen Tipp braucht, einfach in den Kommentaren schreiben, oder ja, wenn ihr nicht wollt, dass das andere auch lesen, könnt ihr mir natürlich auch gern eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse in der Kanalbeschreibung und ihr könnt mich natürlich jederzeit kontaktieren. Ja, dann wird natürlich auch schon wieder der nächste Urlaub geplant. Ja, aber das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, aber aktuell ist geplant Ende Mai, dass wir wieder, also wir, das mein Mann und ich, dass wir wieder Urlaub haben. Ja, mittlerweile ist auch der Erdbeerzwerg wieder ein Stück gewachsen, zum Glück. Ja, ich sticke noch diesen Faden fertig.
bin ja schon gespannt, wie der Erdbeerzwerg dann aussieht, wenn er ausgewaschen ist. Wie die Farben rauskommen. Weil er hat ja wirklich ein knalliges Rot. Also von daher wird er sicher schön werden, der Erdbeerzwerg. Ja, ich hoffe, euch hat mein Urlaubsbericht gefallen. Ich habe, wie gesagt, nur sehr schnell erzählt, aber für einen wirklich ausführlichen Bericht würde das natürlich die Videozeit sprengen und das möchte ich euch nicht antun. Nun gut, dann werde ich das Ganze jetzt beenden. Den Faden sticke ich noch selbst fertig. Und ja, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei seid und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr wieder im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.